Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute gibt es von mir eine Häkelanleitung dazu, wie ihr diesen fantastischen Puppenkörper selber häkeln könnt. Du brauchst dazu die gleiche Wolle wie aus Teil 1 dieser Serie, eine passende Häkelnadel, eine Schere und eine Stopfnadel sowie etwas Füllwatte. Los geht's mit einem Fadenring. Wie du den machst, zeige ich dir im ersten Teil dieser Serie. Eine Alternative dazu findest du auch im ersten Teil dieser Serie. In den Fadenring häkelst du 6 feste Maschen. Dann schön festziehen und fertig ist deine erste Runde. In der zweiten Runde häkelst du in jede feste Masche 2 feste Maschen, sodass du am Ende 12 feste Maschen hast. Dann häkelst du 3 Runden lang in jede feste Masche eine feste Masche, also 12 feste Maschen pro Runde. In der nun folgenden 6. Runde häkelst du jede 5. und 6. Masche zusammen. Dazu zeige ich dir 2 Techniken. Wenn du also deine 4 festen Maschen gehäkelt hast, stichst du entweder erst in die vordere Schlaufe der ersten Masche, dann in die vordere Schlaufe der zweiten Masche, holst den Faden durch und holst den Faden nochmal durch. Oder, wenn du eine andere Technik nutzen möchtest, stichst du erst in die erste Masche ein, holst den Faden durch, dann in die zweite, holst den Faden durch und holst den Faden dann durch alle 3 Maschen durch. Für welche Technik auch immer du dich entscheidest, in dieser Runde immer 4 Maschen festhäkeln und dann eine Abnahme arbeiten. Jetzt solltest du noch 10 Maschen übrig haben und die häkelst du auch in den nächsten 3 Runden. Also es folgen 3 Runden mit jeweils 10 festen Maschen. In der nun folgenden 10. Runde verdoppelst du jede Masche, sodass du am Ende 20 feste Maschen hast. In der 11. Runde verdoppelst du jede zweite Masche. Das heißt, du arbeitest immer eine feste Masche in die erste und dann 2 feste Maschen in die nächste, wieder eine feste und wieder 2. Da du ja jetzt mit dem Halsteil fertig bist, wird das gestopft und zwar ordentlich fest, damit es am Ende gut hält. Ab jetzt werden die Arme getrennt voneinander weitergearbeitet. Du fängst dazu an mit 3 festen Maschen, häkelst dann 5 Luftmaschen, überspringst 24 Maschen für den Körper und den anderen Arm und in die 25. Masche setzt du dann wieder ein und häkelst 3 feste Maschen, sodass du für den Arm 11 Maschen zusammen hast. In der nächsten Runde, also der zweiten Runde, den ersten Arm, häkelst du die ersten beiden Maschen zusammen und dann häkelst du noch 9 feste Maschen, also noch eine weitere feste Masche hier, dann 5 feste Maschen in die Luftmaschen. Das ist so ein bisschen friemelig, da musst du darauf achten, dass du die erste Luftmasche auch sicher erwischt. Ja, hier hinten musst du so ein bisschen reinstechen, manchmal muss man da so ein bisschen nachhelfen mit dem Fingernagel. So, und dann die erste feste Masche geschafft und noch 4 weitere in die Luftmaschenkette. Und am Ende wieder 3 feste Maschen, ganz normal. In der nächsten Runde häkelst du auch wieder 2 feste Maschen zusammen und dann häkelst du noch 8 feste Maschen, sodass du am Ende deiner Runde 9 feste Maschen in der Runde hast.
In den nächsten 3 Runden häkelst du jeweils 9 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du wieder 2 Maschen zusammen und dann noch 7 feste Maschen, sodass du dann noch 8 in der Runde hast. In den nächsten 2 Runden häkelst du jeweils 8 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du hinten 2 Maschen zusammen und vorne verdoppelst du eine Masche für den Ellbogen. Du häkelst also eine feste Masche, 2 Maschen zusammen, 2 feste Maschen, die nächste Masche verdoppelst du und am Ende häkelst du auch nochmal 2 feste Maschen, sodass du insgesamt immer noch 8 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du 8 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du 2 Maschen zusammen und dann noch 6 feste Maschen, sodass du am Ende 7 feste Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du 7 feste Maschen. Dann häkelst du wieder 2 Maschen zusammen und noch 5 feste Maschen, sodass du am Ende 6 feste Maschen in deiner Runde hast. Und in der nächsten Runde häkelst du dann wieder 6 feste Maschen. Spätestens jetzt solltest du den Arm ordentlich ausstopfen. Das kannst du von oben machen und dann mit der Häkelnadel einmal ganz durchziehen. Achte darauf, dass im Ellbogen, also da wo du den Ellbogen gehäkelt hast, keine Füllwatte oder nur ein bisschen Füllwatte ist. In der nächsten Runde häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen, sodass du am Ende nur noch 4 feste Maschen in der Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du jede feste Masche, also immer 2 feste Maschen, in jede Masche hineinhäkeln, sodass du am Ende 8 feste Maschen hast. In der nächsten Runde wird der Daumen gehäkelt. Dazu häkelst du erst eine feste Masche und dann in die darauf folgende Masche. Erst ein halbes Stäbchen, dann ein Stäbchen, dann noch ein Stäbchen, dann noch ein halbes Stäbchen und dann verbindest du alle 4 Maschen zu einer Popcornmasche. Dazu einmal die Schlaufe groß ziehen, die 4. Masche abzählen, durch beide Schlaufen durchstechen, die große Schlaufe durchziehen und dann hast du also eine Popcornmasche, die den Daumen bildet. Dann häkelst du weiter mit festen Maschen bis zum Ende der Runde, also noch 6 feste Maschen. Dann häkelst du noch 2 weitere Runden, jeweils 8 feste Maschen. In der letzten Runde häkelst du 4 mal 2 Maschen zusammen. Am Ende wird die Hand zugezogen und wie gewohnt sorgfältig vernäht. Dann häkelst du den anderen Arm genauso. Achte allerdings darauf, dass du den Ellbogen hinten arbeitest und den Daumen vorne. Also die Maschenanzahl verändert sich dadurch leicht. Immer dann, wenn du eine Zunahme vorne gemacht hast, musst du sie hinten machen und den Daumen musst du vorne anhäkeln. Wenn du beide Arme fertig gehäkelt hast, machst du mit dem Körper weiter. Dazu einmal hinten unter der Achsel neu anmaschen. Ich mache das immer gerne hinter den eigentlichen Maschen. Dann eine Luftmasche häkeln und dann 30 feste Maschen einmal rundherum häkeln. In den Achseln wird es etwas friemelig und an den Armen musst du in der Luftmaschenkette
der Arme ansetzen und 5 feste Maschen entsprechend den Luftmaschen häkeln. Wenn du einmal ganz rum bist, triffst du die Stelle wieder, an der du den Faden neu angemascht hast. Erst jetzt in der nächsten Runde schließt du die Lücke zu der Anfangsmasche und häkelst dann 16 feste Maschen über den Rücken und unter der Achsel. Und vorne häkelst du dann eine feste Masche, verdoppelst eine Masche, wieder eine feste Masche, wieder eine Masche verdoppeln, dann wieder eine feste Masche häkeln, eine verdoppeln, eine feste Masche und eine verdoppeln, sodass du insgesamt 4 Maschen vorne verdoppelt hast und dann häkelst du noch 6 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du 10 feste Maschen. Dann häkelst du 2 Maschen zusammen. Unterm Arm häkelst du 2 feste Maschen und dann wieder 2 Maschen zusammen. Vorne rüber 12 feste Maschen, auf der anderen Seite genauso. 2 Maschen zusammenhäkeln, unterm Arm 2 feste Maschen und wieder 2 Maschen zusammenhäkeln. In der nächsten Runde häkelst du 2 Maschen zusammen, dann 6 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammenhäkeln, dann 4 feste Maschen, 2 Maschen zusammenhäkeln, vorne rüber 8 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammenhäkeln, 4 feste Maschen unterm Arm und 2 Maschen zusammenhäkeln, sodass du am Ende 26 feste Maschen hast. In der nächsten Runde häkelst du 13 feste Maschen, dann häkelst du 4 mal 2 Maschen zusammen, und dann noch einmal 5 feste Maschen, sodass du am Ende 22 feste Maschen hast. In der nächsten Runde häkelst du 22 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du jede 10. und 11. Masche zusammen, das heißt, du häkelst 9 feste Maschen, dann häkelst du 2 Maschen zusammen, dann noch einmal 9 feste Maschen und dann noch einmal 2 Maschen zusammen häkeln, sodass du am Ende 20 feste Maschen in deiner Runde hast. Dann häkelst du 4 Runden lang je 20 feste Maschen. Und dann wird der Oberkörper ordentlich ausgestopft und dabei auch schon ein bisschen geformt. In der nächsten Runde kommen die Zunahmen für die Hüfte. Dazu verdoppelst du am Anfang 2 feste Maschen, häkelst dann 2 einfache feste Maschen, dann wieder verdoppeln, dann wieder 2 einfache feste Maschen, nochmal verdoppeln,
2 einfache feste Maschen, zweimal verdoppeln und am Ende häkelst du 8 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du eine feste Masche, dann verdoppelst du eine, dann häkelst du 3 feste Maschen, dann wieder verdoppeln, dann nochmal 3 feste Maschen, dann wieder verdoppeln, nochmal 3 feste Maschen, verdoppeln, und am Ende häkelst du 12 feste Maschen, sodass du jetzt am Ende 30 feste Maschen in deiner Runde haben solltest. In der nächsten Runde häkelst du 30 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du 9 feste Maschen, dann häkelst du 2 Maschen zusammen, dann 3 feste Maschen, dann wieder 2 Maschen zusammen häkeln und am Ende häkelst du noch 17 feste Maschen. Dann wird schon einmal ein bisschen nachgestopft. Für die Beine die Mitte der Runde markieren und dann häkelst du insgesamt 14 feste Maschen und 2 Luftmaschen. Dazu einmal feste Maschen bis zu deiner Markierung häkeln. Dann 2 Luftmaschen quer rüber und dann bis zum Ende der Runde nochmal feste Maschen häkeln. In der nächsten Runde häkelst du 16 feste Maschen, feste Masche über feste Masche häkeln, dann in jede Luftmasche der Vorrunde eine feste Masche häkeln, und dann wieder feste Masche in feste Masche bis zum Ende der Runde. In der nächsten Runde nimmst du auf jeder Seite eine Masche ab, dazu häkelst du feste Maschen, bis du an der Seite angelangt bist, dann häkelst du 2 Maschen zusammen, dann wieder feste Maschen quer übers Bein rüber und an der Innenseite auch nochmal 2 Maschen zusammen häkeln. In den nächsten 6 Runden häkelst du dann jeweils 14 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du wieder auf jeder Seite 2 Maschen zusammen, also quer rüber häkeln, dann an der Seite 2 Maschen zusammen häkeln und auf der anderen Seite genauso wiederholen. Zwischendurch kannst du das Bein immer ein bisschen stopfen, dazu kannst du zum Beispiel das stumpfe Ende deiner Häkelnadel nehmen oder die Finger oder die Schere, ganz wie du magst. In den nächsten beiden Runden häkelst du jeweils 12 feste Maschen.
Für das Knie häkelst du 3 Abnahmen. Dazu häkelst du einmal über die Vorderseite hinüber, bei mir sind es 4 feste Maschen, dann an der Außenseite 2 Maschen zusammen häkeln, dann eine feste Masche, dann hinten 2 Maschen zusammen häkeln, eine feste Masche und an der Innenseite auch noch einmal 2 Maschen zusammen häkeln, sodass du am Ende 9 feste Maschen hast. Dann wieder ein bisschen nachstopfen. In der nächsten Runde häkelst du 9 feste Maschen. In der nächsten Runde verdoppelst du hinten eine Masche für die Wade. Du häkelst also feste Maschen, bis du in der Kniekehle angelangt bist, dann einmal verdoppeln und dann wieder feste Maschen bis zum runden Ende, sodass du am Ende 10 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du 10 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du auf der Rückseite 2 Maschen zusammen und ansonsten einfach feste Maschen, sodass du am Ende noch 9 Maschen in deiner Runde hast. Dann häkelst du 2 Runden lang jeweils 9 feste Maschen. In der nächsten Runde häkelst du auch wieder auf der Rückseite 2 Maschen zusammen und ansonsten feste Maschen, sodass du am Ende noch 8 Maschen in der Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du 8 feste Maschen. Dann wieder etwas stopfen. Und in der nächsten Runde häkelst du wieder auf der Rückseite 2 Maschen zusammen und ansonsten feste Maschen, sodass du am Ende noch 7 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du die vorderen 3 Maschen und häkelst ansonsten feste Maschen. Also vorne 3 Mal verdoppeln. Und ansonsten feste Maschen, sodass du am Ende 10 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde formst du den Fuß. Dazu häkelst du in die vorderen 4 Maschen jeweils 2 halbe Stäbchen. Ein halbes Stäbchen und noch eins in die gleiche Masche und das 4-mal. Die nächste Masche wieder, halbe Stäbchen, noch ein halbes Stäbchen. Zum dritten halbe Stäbchen, noch ein halbes Stäbchen. Und zum 4. Mal 2 halbe Stäbchen in eine Masche und ansonsten feste Maschen, sodass du am Ende 14 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde verdoppelst du die vorderen 2 Maschen und häkelst ansonsten feste Maschen. Also vorne in die 2 mittleren Maschen, einmal 2 feste Maschen in die erste und 2 feste Maschen in die zweite Masche. Ansonsten einzelne feste Maschen, sodass du 16 Maschen in deiner Runde hast. In der nächsten Runde häkelst du vorne am Fuß 4 mal 2 Maschen zusammen und ansonsten häkelst du nur feste Maschen. Jetzt geht's los. Einmal 2 Maschen zusammen häkeln. Nochmal 2 Maschen zusammen häkeln. Zum dritten und zum 4. Mal 2 Maschen zusammen häkeln. Ansonsten nur feste Maschen, sodass du am Ende noch 12 Maschen in deiner Runde hast. Dann wird der Fuß ordentlich ausgestopft.
In der nächsten Runde häkelst du jede 3. und 4. Masche zusammen, sodass du am Ende noch 8 Maschen in deiner Runde hast. Also immer 2 feste Maschen häkeln, dann 2 Maschen zusammen, wieder 2 feste, wieder 2 zusammen und im Anschluss ordentlich ausstopfen. In der letzten Runde häkelst du 3 bis 4 mal 2 Maschen zusammen, bis sich der Fuß fast geschlossen hat. Und dann musst du das Ganze nur noch gut vernähen. Jetzt musst du nur noch das andere Bein genauso häkeln. Achte dabei gut darauf, dass die Zu- und Abnahmen sich jeweils an der richtigen Stelle vorne und hinten befinden. Und schon ist der Körper deiner Elsa-Puppe fertig. Am Ende sollte dein Puppenkörper etwa so aussehen. Du musst natürlich noch den Kopf aufnähen. Dazu einmal den Faden oben durchziehen, abschneiden, beide Fadenenden auf die Nadel friemeln. Dann einmal quer durch den Kopf durchstecken. Kopf auf den Körper setzen, ordentlich festziehen, oben verknoten und dann abschneiden, sodass alles von den Haaren verdeckt wird. Damit der Kopf richtig schön fest sitzt, sollst du das noch 2 bis 3 Mal wiederholen, sodass er an mehreren Stellen festgenäht ist. Und dann ist deine Puppe auch schon fertig. Und du kannst sie zum Beispiel mit zum Strand nehmen. Viel Spaß! Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen melde dich gern bei mir. Eine schriftliche Anleitung gibt's ab morgen auf meinem Blog und ansonsten freue ich mich darauf, dich im nächsten Teil dieser Serie wiederzusehen.